Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Agatha Christie, Murder on the Orient Express. Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich vor? Den Schlüssel zurückgeben? Here is your key. Thank you very much. My pleasure. About the little favor I asked of you. Aha, but of course. I was able to get new allergy forms from guests who were in their compartments. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, Count and Countess Andreni, they are all right-handed. I also asked Princess Dragomirov, but she had her assistant, Madame Schmidt, sign for her. She is right-handed as well. You have exceeded my expectations. Well done. Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Ja, sollen wir jetzt mal berichten? So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. I have not finished yet, but it is progressing, yes. I still have many questions that must be answered. I'll report to you as soon as I can. Ah ja, nö, wir wollen nichts berichten. Auch recht. Uns fehlen noch 3 Passagiere. Miss Olsen. Mr. Maurice Tonic. Okay. Monsieur Fauché, may I disturb you for a moment? Of course, how can I help? Thank you, Monsieur Fauché. I'll come back to you if I have more questions. Ich glaube, wir haben gar nichts für ihn. Aber er war doch so als heller Kreis. Muss ich jetzt den Plan nachschauen, wo wer ist? Das war mein Zimmer, da brauchen wir gerade nicht rein. Oder was heißt Zimmer? Abteil. I need to be sure before accusing the captain. Ah. Okay. Gibt's hier was Neues? Was weiß der How Doktor? is Mademoiselle Locke, Doctor? Her vital signs are improving, but she is still unconscious. I understand. Thank you for looking after her. Pardon this intrusion, Mademoiselle Olsen, but something you told me earlier confuses me. Oh, please, come in. Aha. Die sind ja wirklich sehr unterschiedlich. Das ist ja noch kleiner hier. How can you be sure Mademoiselle Debenham was in bed all night? As I told you, I am a very light sleeper. The slightest noise wakes me up. If Fraulein Debenham had gotten out of her bed, I would have heard her. I got up this morning around 8 a.m. She was sleeping soundly. Confrontation. Ja, das passt ja alles. Bin mir jetzt nicht sicher, welches das Falsche sein soll. Light Sleeper wird ja angezweifelt. Dass der leiseste Lärm sie aufweckt, wird auch angezweifelt. Und wenn sie aufgestanden wäre, hätte sie es gehört, wird auch angezweifelt. Außerdem wundere ich mich immer noch, sie soll ja gar keine Deutsche sein, wieso sie Fräulein sagt. Ich glaube, ich nehme mal das.
Are you certain you would have heard her? Yes. Why are you asking? Weil wir sie gehört haben. I spoke to Mademoiselle Debenham and she told me that she got up around 5 o'clock in the morning. She opened the door and looked down the corridor. It was then that she saw a woman in a red kimono. How do you explain that? I think I must have been sleeping very soundly not to have heard it. Oh, but does that make me a suspect? I am not accusing anyone, mademoiselle. Do not worry. I am just trying to determine what happened last night. Thank you for your testimony. Aha, also man kann sich da gar nicht drauf verlassen, was sie gesagt hat. Ja, wer fehlt denn jetzt? Ach, okay. Da weiß ich ja, wo der ist. Der ist ganz auf der anderen Seite. Ich glaube, da waren wir gerade, oder? 1 von 4. So, nochmal nachschauen. Nee, Mysteries brauchen wir nicht. Character brauchen wir auch nicht. Other people. Wir suchen eigentlich den Eintrag, wo wer ist. Es gab doch irgendwo ein Inventar. Wo hat sich das versteckt? Ach ja, hier ist das Inventar, aber keine Liste. Wo wer ist? Ich find's jetzt gerade nicht. Ach ja, da war der. Naja, schneit immer noch, aber nur noch wenig. Da darf ich nicht stören. Weil ich noch keine Beweise habe. Muss ich jetzt echt ganz zurück? So, das war mein Zimmer. Gibt's hier irgendwas Neues? Ich sag schon wieder Zimmer. Abteil. Ja, ich find's immer noch komisch, wie die Leute irgendwie alle verschwinden können hier. Ach, der sitzen zum Teil hier. Immer noch. Den ganzen Tag. Da ist er. How are you? It's better. Thank you. Then may I ask you some questions? It will not take long. Quickly, please. I have hungry passengers to feed. Also, fangen wir an mit Last Night. Très bien. Can you tell me your movements last night? Oh, nothing special. When I went off duty, I joined John and Freya in a compartment. I read for a short while, then went to bed early. Reading? I'm not sure you have recovered enough to tell me the truth. Don't waste what little energy you have recovered to lie, Monsieur Mori. Yes, sorry, Mr. Poirot. You're right. It obviously wasn't reading that made my head hurt like that. But if you told Monsieur Book,
It could mean my job. I will keep your secret, but I am investigating a murder. You must tell me the truth. Thank you. Okay, also nicht gelesen, ne, sondern sie haben sich zugesoffen. Please write your address on this paper. My address? I don't see why. I think I hear Monsieur Book approaching. My address. Blackmail. Yes, of course. Also auch righty. A right-handed person. Not surprising, most people are. Ja, aber ein Zehntel hätten wir schon mindestens mal einen hier erwischen müssen. Und da wir hier fast 20, glaube ich, sind, müssen es schon 2 sein. You are a heavy smoker. My job. It is very stressful. Would you happen to know who vapes on the train? A banana flavor? Oh, yes. The smell disgusts me. What is wrong with a good tobacco? I do not have time to answer that. Who is it? I've only seen one person who vapes. It's Captain Arbuthnot. Captain Arbuthnot. I see. Also jetzt können wir ihn konfrontieren. Your testimony was invaluable to me. Thank you. Take care, Monsieur Maury. My palate depends on your good health. Naja, machen wir die Klappe einfach mal auf und gucken rein. Was haben wir hier Schönes? Nix. Naja. Komisch, dass das hier auch auf der Innenseite steht. Sehr seltsam. Also zum Arbuthnot. Wobei er im Film, glaube ich, sich eher Arbuthnot ausgesprochen hat. Die werden sich auch fragen, was ich hier mache. Hoch, runter, runter, hoch. So, das war die Türe mit der größeren Verzierung. Das hier. Captain Arbuthnot, I know that you are the only person on this train to smoke e-cigarettes. We found a vial of e-liquid at the crime scene. Will you talk to me about this, or should I pass on what I've learned to the police? All right. Come in if you must. Ja, wir werden es ja sowieso der Polizei mitteilen. Egal, was jetzt ist. Wie sieht's hier aus? Ah ja, reden wir mal mit ihm. I have just a few questions for you. Very well. Let's hear them. The young English lady, Mademoiselle Debenham, was at the Tocatlian Hotel. Perhaps you met her there? We exchanged a few words. Fellow Brits abroad, that sort of thing. Ja, das stimmt ja wohl nicht. Sie war bei ihm. What can you tell me about Mademoiselle Debenham? Nothing whatsoever. We barely spoke. The director of the Orient Express, Monsieur Book, thinks the assassin is a woman. And that is enough to accuse her? She had nothing to do with this murder. How can you be so certain? The idea is absurd. Ratchet was a perfect stranger to her. She'd never seen him before. Woher will er denn das wissen, Did ha? she tell you so? Well, yes, maybe she did. She may have commented once upon his somewhat unpleasant appearance. If a woman is concerned, as you seem to think, to my mind, without any evidence, I can assure you that Miss Debenham could not possibly be implicated. It is clear that the captain is defending Miss Debenham.
A woman he supposedly doesn't know very well. Ja, was war denn last night? What were you doing last night around 1:15? 1:15? I believe I was still talking to that young American fellow, Mr. McQueen, the secretary of the man who was killed. We were in his compartment. He was a friend or acquaintance of yours? No, I never saw him before this journey. We'd hit it off at dinner, and the conversation continued into the early hours. Until what time was that? Until 1:45 or so. Then I retired to my room and went to sleep. There is nothing you can recall last night that in any way struck you as suspicious? It's nothing. A mere detail. Allow me to be the judge. Well, before returning to my room, I went to the lounge car to get a glass of water. When I was passing through the first-class corridor, I noticed that the door, which is just after your room, 201, was not quite closed, and the person who was inside peered out in a furtive sort of way. Then he closed the door quickly. I know there's nothing in that, but it was the furtive way it was done that caught my attention. Struck me as a bit odd. I understand. Thank you for letting me know. Dann soll er doch auch mal zeigen, ob er Links- oder Rechtshänder ist. Could you write down your address here, please? My address? If you insist. Wie langweilig. This man is right-handed. Is this e-cigarette liquid yours? What flavor is it? Banana. Well, that is awkward. That's my flavor of choice. But I have no idea what it was doing there, whatever. Can you explain how it ended up there? I have no idea. I never entered the man's room, Poirot. That's the truth. Ja, das sagen alle Mörder. Und Banana, das ist ja, also abgesehen davon, dass Rauchen schon ist, ne, noch Banana. Thank you, Captain. You're welcome. Yo, welcome to Malcolm. So. Und nu? Poirot. Alibis. Vape Liquid Conclusion. Ja, anscheinend hat jeder ein Alibi. Select two elements of importance discovered during the interrogation of Captain Arbuthnot. Captain Arbuthnot is the only person on the train to smoke e-cigarettes. Yeah. A bottle of vape juice is found at the scene of the crime. The bottle of vape juice belongs to Captain Arbuthnot. Die wollen miteinander gesprochen haben. Captain Arbuthnot has an alibi at the time of the crime. Und umgekehrt, der andere dann wohl auch. Es sei denn, sie waren es zu zweit. Ja, und jetzt muss ich das anscheinend nochmal kombinieren. I can't accuse Arbuthnot. His alibi protects him, despite the liquid found at the crime scene. Wir irren uns mit der Zeit. Captain Arbuthnot is the only passenger to smoke an e-cigarette. Even if this liquid in Ratchet's room is a solid clue, he has an alibi. I cannot accuse him without any other proof. I'm right again. That happens to me a lot. Oder vielleicht wollte ihn auch jemand belasten. Auch möglich. So. I need to find out who had an alibi for the time of the murder that can be confirmed by another witness. Oh, ich weiß nicht, ob ich das noch weiß. Ach, tatsächlich. Ich muss es jetzt hier zusammenfügen. Das weiß ich aber nicht mehr so. Also, Arbuthnot war das. Das waren die zwei.
Die beiden gehören zusammen. Wir haben miteinander geredet. Dann bleiben nur noch die übrig. That was easy. Report to book. War es der Arzt und der Bug? Hey. So. Würde mich mal freuen, wenn er da ein bisschen Gas geben würde. Macht aber nicht. Muss der so weit weg sitzen? Ja, ist aber alles auf Hochglanz poliert hier. Nicht schlecht. So, Poirot, I hope you are progressing in your investigation. The murder weapon. There is no trace of the murder weapon on the train, as yet. The killer could have hidden it anywhere. It must be somewhere. Indeed, as you say, it must be somewhere. Vielleicht war es ein Messer aus der Küche. According to Dr. Constantine's report, the stab wounds were made by at least one right-handed and one left-handed person, and with different strength. For the moment, everyone I have checked is right-handed. It is impossible to draw any conclusions as yet. However, I still have a few people to interrogate, notably the Russian princess. You still have many avenues to explore? Indeed, the case is far from over, mon ami. Ja, den schrecklichen Bananenraucher haben wir gefunden. I identified the person responsible for the bottle of liquid for the vape found at the crime scene. So, this is our culprit? Do we hold him? No, unfortunately, this bottle belongs to Captain Arbuthnot, but he has an alibi, confirmed by Monsieur McQueen for the time of the murder. Monsieur Bouc, Monsieur Poirot. Michel, calm down. But it's Mrs. Hobart. She says she found the murder weapon in her room. She's very upset. Let's go, Poirot. Also schon fast damit gerechnet, dass noch eine Leiche auftaucht. Find Mrs. Hubbard. Ich habe immer noch nicht gefunden, wo jetzt die Liste sein soll. I demand to be allowed to leave this train! Madame, we are in the mountains, trapped in a snowdrift. Stating the obvious, there is a murderer among us. He had the audacity to hide his weapon in my room. Please, Madame Hubbard, take a deep breath and tell us what occurred. The knife. Where did you find the knife? I wanted to get a handkerchief from my purse, and when I opened it, I saw it! A bloody knife! Am I next to be murdered? I very much doubt the murderer would give you his weapon. What do you mean? Madame, he would have used it. Oh my heaven! Did you touch the knife? Did you touch the knife? Of course not! What a question! I will take that as a no. Aha, passt da gerade noch rein. Is this knife the real murder weapon, or is it a red herring? Müssen wir den Arzt mal fragen. Ja, aber so nach Küchenmesser sieht es eigentlich auch nicht aus.
Mrs. Hubbard is distraught, Poirot. I should stay with her. Please go on without me. I have every right to be distraught. Thank you, Mr. Book. Ja, sind wir fertig hier dran? Ich weiß ja nicht, was er vorhat. Aber ich würde vielleicht den Arzt mal fragen wollen. Wenn ich nur wüsste, wo der war. Er hat sich um die Frau gekümmert. War, glaube ich, die vorletzte Kabine. Ja, wann man da in welche Türen reingucken darf. 104 war es, glaube ich, nicht, wo wir hinwollen. Schauen wir mal 105. Ja. The knife. Dr. Constantine, we may have found our murder weapon. We need to make certain. There is a pretty quick way to be sure. I have estimated the depth of the wounds. You can easily find the depth of each wound by comparing the width. There are 5 of them that I am not sure about. Test them, and then we will compare our results. I will do as you say, Doctor. Ja, soll ich das Messer jetzt nochmal in die Leiche reinstecken, um das herauszufinden? Kann ich jetzt nur raten erstmal, wie viel Zentimeter wären das ungefähr? Ich gehe mal auf 11. Think, Poirot. That is not a good answer. Ja, aber ich kann doch... Ich weiß doch gar nicht, wie viel das sein soll. Sagt er mir ja gar nicht. Zehn vielleicht? Neun. I must admit I'm not right this time. Nochmal 10. No, not good. 8. Noch ein bisschen kleiner. 7. Ich meine, das ist ja bloß eine 2D-Zeichnung. Woher soll ich das wissen? 6. I must admit I'm not right this time. This is wrong. But I do not think that's the right answer. No, not good. Wurde einfach nicht besser. 5. Et voilà. What do you think, Doctor? Is this knife really the murder weapon? There can be no doubt. You found the same depths as the estimates I made during the preliminary autopsy. I can assure you war that da you hold irgendwo in was your gestanden? hands the weapon that took Ich Ratchet's glaube, dann life. habe ich das irgendwie ganz falsch verglichen miteinander. Ich habe das ja nur geraten und es einfach ausprobiert. Thank you. Vermutlich hätte ich irgendwo I feel nachgucken way better sollen. now. The rest gave you time to sleep off most of the effects of the drug. I'm still a bit groggy. That's Hat sie die understandable. Drogen Are selber you genommen? able to continue your story now? Yes. Yes, I think so. Where was I? You were explaining how you returned to the Armstrong house to tell them their poor little child was dead. Yes, that's it. I felt helpless. My part in the case was officially over, but I knew I couldn't let it go. Daisy deserved justice. Two days later, I returned to the Armstrong house to tell them Daisy would be released soon for burial. I was angry with myself that I couldn't bring them better news. I wasn't prepared for more tragedy. Ja, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass sie immer alleine unterwegs ist. Sie hat auch immer einen Partner oder sowas dabei. Das ist doch viel zu gefährlich alleine. Eieiei. Oder hier müsste generell irgendwie noch die Polizei da sein und hier jemanden platziert haben. Naja. Die Kitty schon wieder. Auf der Treppe. Hello, Miss Moreau. I'm here to see Colonel Armstrong. Good morning, Detective. Colonel Armstrong is upstairs. He isn't well. Hallo Katze.
Good morning, Colonel Armstrong. Is your wife here? Here? No, Sonia is not here. Always one step behind. She died of a miscarriage last night. My wife, Daisy, and our baby. My whole family is gone. I'm so sorry. I came straight here this morning. I received word that you can arrange for Daisy to be returned to you for burial. I didn't know. Well, then, now you don't have to come back. I can arrange for Daisy, my wife, and our unborn child to be buried all at once. Very efficient. Being a military man, I can appreciate efficiency. I know how hard this must be for you. No, you don't know. I don't want your sympathy. I want you to do your bloody job and catch the creature that did this. I know you won't believe me, but I swear to you, I will find who did this. If it takes me to the far corners of the earth, I will find them. Then go. Please go now. Go find them. Ja, jetzt ist die Frau auch tot. Und das ungeborene Kind. Go back to the car. The house that once held the laughter of a child now feels so empty. Wer kümmert sich jetzt um die Katze? I'm a part of this case. Or the case is a part of me. Ja, passt doch euch auf. All units, Hike is in the vicinity of the cabin where Daisy Armstrong was found, spotted a pickup truck drive through the barricade tape, and then head up the dirt road toward where the subject cabin is located. Any car nearby who can respond? Unit 28, we can respond, but we're a ways away. Dispatch, this is 11. I'm on it. Copy that. 11, you're good to go. Copy that. Ja, wir sind immer noch allein, das macht man doch nicht. Cabin, March the 30th, 2019, 2 p.m. Okay, there's the pickup. Let's see who ignored our barricade tape. Sie hätte sich gleich mal so 11 here. hinstellen sollen, dass der I'm Wagen at the nicht mehr cabin. abhauen Someone has kann. broken in. Are you requesting backup? Not yet. Ja, I'm natürlich. going to Warum take denn a nicht? look around. Copy that, 11. Wir sollen von mir aus das Squad-Team schicken. Alles, was wir haben. Hubschrauber. Eieiei. Also den hätte ich schon mal ganz eingeparkt, dass er hier gar nicht mehr rauskommt. Ja, gut, der könnte nach vorne abhauen. Oder die Reifen aufschlitzen. Irgendwie sowas. Waffe ziehen. Ich gehe doch da jetzt nicht so rein, oder? Hallo? Footprints. Na super, jetzt geht dann die Hütte in Flammen auf, hm? Wo gehen denn die Footprints hin? Somebody ignored the barricade tape. Sehen wir hier was? Nee. Mein Türöffner ist auch weg. Ja, Mist, wir müssen rein. A forensics evidence identification marker. Da war diese schreckliche Bombe, die wir überhaupt nicht gecheckt haben. Forensics had to go through this place with a fine-tooth comb. Eins, 3, 4, 5. Duct tape to silence Daisy's screams. Damn it, Daisy. I will find whoever did this to you. Die 2. Was macht die A 9 hier? forensics evidence identification marker. Na super. A gold mustache. Thank you very much. That's what we need.
He's not here. Habe ich vielleicht die Zahl nicht mehr gewusst? 3892. Ich schätze mal, das war das für die Bombe. Ich habe nur die falsche vermutlich versucht, da über diese Drehregler einzugeben. That's where I found Fluffy. Daisy's special toy. I hope we returned him to the family. Ja, ich könnte mal wenigstens das Kennzeichen durchgeben. Hier. 695. Was ist das? BOJ. Ja, war ganz schwer irgendwie ins Ziel bekommen. Naja. Okay, wir müssen wohl versuchen, die Tür zu öffnen. An individual has entered a police-secured area. I have to stop him first. An individual has entered a police-secured area. I have to stop him first. Ein ganz seltsames, regelmäßiges Muster hat er da in diesem Gold drin. Ziemlich hässlich. Ach, ich darf da nicht lang. Die Fußspuren gingen doch da in die Richtung. Habe ich innen drin was übersehen? Ob hinter der grünen Tür was ist, aber ich sehe nichts. Nee. Nothing. Seht nix. Und ich bin doch schon ums Haus rumgelaufen. Oder was heißt Haus? Um die Hütte. Ach, hier kann ich es ganz ohne Problem lesen. Das sollte ich mal durchgeben. Damit die mal den Halter ermitteln. Mhm. Und nun? Muss ich jetzt vielleicht... Ah, hier hinten. Steven Seagal? Don't shoot, officer. I'm on your side. Sir, Das keep sagen your sie hands where I alle. can see them. Sure, no problem. Sir, this is a crime scene. Who the hell are you? I'm a reporter. Boston 6 News. You can get us on cable even here in the mountains. They haven't heard of crime scene tape in a big city like Boston? All right, that wasn't my best move. I got all excited. I didn't expect to find the place deserted. It was hard to resist. You should have tried harder. I'm placing you under arrest. You should be thanking me. Look what you apparently missed and I found. We'll get to that, but you're going to answer some questions first. I'm more used to asking questions, but fire away. Das meint er doch jetzt nicht wörtlich, oder? Mit dem Fire Away, oder? Also ich würde das zu niemandem sagen, der gerade eine Pistole auf mich hält. Who are you exactly? I'm Michael Clark, journalist for Boston 6 News. Off camera, but someday I'm going to be anchor. You just wait. Do you have a way to prove that? My press card's in my truck. Ah, ja natürlich. How convenient. What are you doing here? You should know a crime scene is off Sie hat ein limits. bisschen I'm investigating the Daisy schrägen Arm. Armstrong kidnapping like you. Does the pickup parked in front of the cabin belong to you? Yes, indeed, it's mine. I'll check. Show me your hands. I'm gonna cuff you. I'm sure we can work out a deal. Put your hands in front of you. Wäre hintenrum nicht besser?
So kann er viel zu viel machen. Aren't you gonna read me my rights? You have the right to remain silent. I really wish you'd exercise that one. Dispatch, this is 11. I intercepted a suspicious individual at the crime scene. I'll check to determine how badly he's compromised it. Then I'm bringing him in. Copy that, Detective Locke. Ja, das stört mich immer bei so Polizeigeschichten, wenn sie immer alleine das erforschen und völlig ohne Backup da unterwegs sind. Weil da kann hier doch jetzt alles Mögliche passieren. Der andere sitzt da noch gefesselt im Auto. Und dann? Oder der hat hier noch einen Kumpan, der hier ist. Bunker. Ach, das ist jetzt das. Hier ist auch das Zeichen. Ich habe mir die Nummer nach wie vor nicht gemerkt. Was war's? 9825? Mist. Ja, komm gleich wieder. Dann war wohl das Entschärfen der Bombe irgendeinen anderen Hinweis, den ich nicht verstanden habe. 3892. Okay. Wobei man die meisten von diesen Schlössern hier auch völlig ohne, dass man weiß, wie der Code ist, dekodieren kann. Drei, 8, 9, 2. Yes! I knew I could do it. I can always use safecracking as a career move. Naja, das war ja nicht Cracking. Wir haben ja gewusst, wie die Kombination ist. There. Now let's see what secrets you're hiding. Genau, und dann werde ich hier drin eingesperrt und der andere haut ab und was weiß ich was. Ey. Benzin, schon mal gefährlich. What the hell is that gas can doing here? Run away! Ja, whatever. Muss ich das jetzt hier verfolgen? Welche Linie da wohin geht? Oh mein Gott, wer hat denn das hier zusammengeschraubt? Da sollte man sich gleich mal beschweren hier. Hallo erstmal? Ach, hätte ich das finden können für die Bombenwerkstatt. This blueprint. It looks like the bomb in the cabin. The kidnapper built the bomb here. Ja. Okay. Kann ich das auch durch Trial and Error rausfinden? Weil diese blöden Röhren hier verfolgen, wo da welche hingeht. Da habe ich ehrlich gesagt ziemlich wenig Lust drauf. Now what? I have to turn the power back on to open this magnetic door. No, doesn't work. Ich habe 3 Schalter. This bunker looks like it's as old as the cabin. Everything is falling apart. Muss das sein?
Na supi, jetzt kann ich mir das anschauen. Links geht in die Mitte. Mitte geht nach oben. Und rechts geht nach unten, sozusagen. Und dann müsste ich mir merken, wie das hier durchgereicht wird. Ich weiß auch gar nicht, sind die angeschlossen oder nicht? Weiß man nicht. No, doesn't work. Ich will diese Rohre nicht verfolgen, wo die hingehen. Ich will nicht. Das ist das Unterste. Das bleibt auch hier das Unterste. Unterste. Da haben wir gesagt, das Unterste geht nach rechts. Also das linke von denen. Links ist an. Haha. Den ersten haben wir schon mal. So, was haben wir als nächstes? Das Teil hier ist es auf der rechten Seite. Rechte Seite. So, jetzt ist es links. Da macht es eine Kurve. Na, bitte mehr Licht. Bleibt links, bleibt links, bleibt links, bleibt links. So. Vielleicht müssen wir den anderen gar nicht verstellen und das reicht schon. No, doesn't work. Dann noch den da. Der geht in die Mitte. Die Mitte läuft nach rechts. Ist jetzt hier links. So. Wenn ich mich nicht verguckt habe, war's das. Let there be light. Husa. Aber jetzt mal ehrlich, ich gehe doch da nicht rein, wenn jetzt das irgendeiner zumacht, das Ding. It's a very bad idea. Armstrong Party. February 24th, the day of the kidnapping. They knew about the party and everything. Besen. Open the safe. No, that didn't work. Ja, mach ich That jetzt. isn't the right combination. Weiß gar nicht, muss ich zuerst nach rechts und nach links? Weiß ich nicht. Muss ich vielleicht warten, bis es immer ruhig ist? Einfach zu laut.
Müssen wir die Lampe kaputt machen? Could use a new light bulb. Ja, haben wir denn einen anderen da? So, jetzt ist Ruhe. Fünf, 1. Sieben. Yes! 3. I knew I could do it. I can always use safe cracking as a career move. It's Daisy's hair clip, the same as the picture I saw at the Armstrong house. JM. An expensive-looking pen with the initials JM? What's its story? Aha. That looks like a hair caught in the band around the money. Forensics will tell me for sure, but that doesn't look like Daisy's color. These get locked up again until forensics get here. Dann können wir wohl zurückkehren. Und nach dem in dem Auto schauen. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.